Vielleicht fragt sich jetzt die eine oder der andere, warum wir uns diesmal nicht nur schriftlich, sondern persönlich an euch wenden. Ist zum Thema Impfung nicht eigentlich schon alles gesagt? Wir waren ja in der Vergangenheit eher zurückhaltend, was deutliche Empfehlungen betraf, insbesondere Impfungen betreffend. Da wir der Meinung waren, dass das in die persönliche Entscheidung jedes Einzelnen gehört, und dem ist auch nach wie vor noch so. Aber wir glauben auch, dass wir angesichts einer sich schon wieder verschärfenden Situation, wir als Organisation eine Verantwortung gegenüber unseren Mitgliedern und der Gesellschaft haben. Von daher haben wir uns entschlossen, als Leitungsteam der Freikirche eine deutliche Impfempfehlung zu geben, zum eigenen Schutz und zum Schutz unserer Mitmenschen. Auch wir haben schon viel zu viele liebe und wertvolle Menschen an diese Krankheit verloren. Mit dieser Haltung sehen wir uns übrigens auch im Einklang mit den letzten Veröffentlichungen unserer Freikirche. Wir alle sehnen uns danach, wieder ein Stück Normalität erleben zu dürfen. Gottesdienste ohne Distanz, Singen ohne Maske, gemeinsames Essen und Feiern, sich umarmen dürfen. Von daher ermutigen wir jeden, seine persönliche Haltung, so gut sie auch begründet sein mag, im Sinne des Dienstes an der Gesellschaft noch einmal zu überdenken. Mich hat vor einem halben Jahr jemand gefragt, soll ich mich impfen lassen? Und da ich schon diese Frage relativ häufig beantwortet habe, habe ich dann einfach mal gefragt, was willst du eigentlich? Also was willst du von einer Impfung? Und da meinte eine Freundin von mir, ich will nicht sterben. Dann lass dich impfen. Weil wir wissen von allen Punkten, die wir untersucht haben, also wie häufig infiziere ich mich, wie häufig muss ich in ein Krankenhaus, wie häufig muss ich auf die Intensivstation, wie häufig muss ich intubiert werden, wie häufig sterbe ich. Je schlimmer die Punkte werden, Intensivstation, Beatmung, Tod, umso effektiver ist die Impfung. Das Hauptargument für eine Impfung ist die hohe Wirksamkeit, die immer noch bestehende hohe Wirksamkeit bei den ganz, ganz schlimmen Sachen. Natürlich kann es trotz Impfung sein, dass ich mich infiziere. Das wussten wir vom ersten Tag an. Es gibt keinen 100% Schutz. Ich glaube, wenn die Leute für sich entscheiden, ich kann mit Corona umgehen, ich lasse mich nicht impfen, dann kann ich doch zumindest erwarten, dass wenn ich die Entscheidung für mich getroffen habe, mir ist es egal, dass ich das nicht auf andere übertrage. Und allein das sollte doch auch ein Zeichen der Solidarität sein, dass man sagt, okay, ich bin jetzt vielleicht nicht der größte Impffreund und natürlich tut der Arm vielleicht einen Tag weh und natürlich muss ich mich vielleicht irgendwo anstellen. Aber das wiegt doch nicht auf, dass ich sage, ich tue alles für meinen besten Freund, für meinen Vater, für meine Mutter, dass du dich nicht infizierst. Jeder von uns trägt Verantwortung. Und von daher haben wir uns als Kirchenleitung entschlossen, noch einmal eine deutliche Impfempfehlung auszusprechen. Die medizinischen Fakten, sie sprechen ihre eigene Sprache und sind ziemlich eindeutig. Aber nach wie vor kann es natürlich sein, dass wir uns gegängelt fühlen, dass wir uns durch die vielen staatlichen Verordnungen und Regelungen einfach auch eingezwängt und sogar fremdbestimmt fühlen. Von daher ist es gerade jetzt wichtig, sich noch einmal die Frage zu stellen, auf welcher Grundlage ich meine Entscheidungen treffe in der Pandemie. Das betrifft das gesellschaftliche Umfeld, aber vor allem natürlich auch unser Gemeindeumfeld. Wen habe ich als erstes im Blick? Mich selbst? Meine eigenen Rechte, meine eigene individuelle Freiheit? Oder kann ich den Blick zunächst auf den anderen, auf den Nächsten richten? Was dient ihm und was dient ihr? Unsere politische Freiheit, aber mehr noch unsere christliche Freiheit, realisiert sich ja gerade dort und wird erprobt, wo ich meine eigene Freiheit in den Dienst für den anderen stelle. Wo ich also aus freien Stücken, aus eigener Überzeugung meine Freiheit beschränke. Und genau das fördert Zusammenhalt und Leben und fördert Wertschätzung und auch Annahme. Oder um es mit den Worten von Paulus zu sagen, zur Freiheit hat euch Christus befreit. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht euren Eigeninteressen Raum gibt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Das heißt, wir brauchen uns keine Vorhaltungen zu machen, wir brauchen uns nicht anzumeckern. Wir können uns einander gegenseitig dienen. Und das ist ein Geschenk Gottes, darin realisiert sich unsere Freiheit. Viel Segen und Gott mit euch.